begrüße euch wieder zu einer gemütlichen Kunsttalk-Runde. Habe dafür extra wieder einen Kuchen ausprobiert und ein Käffchen und lade euch ein, wieder Platz zu nehmen und mit mir über mein neues Bild zu sprechen. Und ich habe mir dazu 4 Teilbereiche überlegt, die für euch interessant sein könnten. Zum einen, wie bin ich auf das Bild überhaupt gekommen? Dann, welche Geschichte erzählt das Bild dir? Und zum dritten, woran soll es dich erinnern? Und dann habe ich mir noch etwas über das Bild hinaus ausgedacht, was dir helfen kann. Und dazu komme ich ganz zum Schluss. Das Bild ist entstanden in einer Meditation. Das ursprüngliche Bild, ich habe mich sehr mit dem Universum verbunden gefühlt und war auch da sehr, sehr nah an der Sonne gewesen. Ich habe dann Skizzen gemacht, habe es am PC weiter ausgearbeitet und es ist so in den Wochen oder Tagen darauf sehr viel dazugekommen, auch in weiteren Meditationen, in denen ich absichtlich an dem Bild weitergearbeitet habe. Und die restlichen Komponenten, wie zum Beispiel die Sigille, da komme ich später noch zu. Und so einzelne Details, die sind im Prozess selbst dann entstanden. Die Geschichte, die dieses Bild erzählt, ist die Reise in das eigene Unterbewusste. Das Unterbewusstsein macht so 90-95% von unserem Gehirn, von unserem Bewusstsein aus. Daher lohnt sich auch mal ein Blick da rein, um mal von den 5-10% Bewusstsein, die wir benutzen, wegzugehen oder on top zu gehen. Es ist quasi das Tor zum Unterbewusstsein, durch das wir hindurchgehen in diesem Bild. Was für mich immer besonders wichtig ist, ist, dass beim Unterbewusstsein, bei dem Tor immer ein Wächter ist, der darauf achtet, dass nichts Negatives, sondern nur Positives in dein Unterbewusstsein gelangt. Und den habe ich dann hier in Form von einem goldenen Auge mit einbezogen. Der hat also seinen Platz bekommen. Die Sigille, die ihr hier seht, das ist ein Hilfsmittel in der Magie, um Vorhaben, Themen, Rituale zu verstärken zu einem gewissen Thema. Die darf also quasi noch on top wirken auf euch. Und das ist die Sigille zu dem Wort Antwort, die ich reingearbeitet habe. Und es ist quasi auch das Tor zur Antwort, denn die Antwort liegt in uns selbst, in unserem Unterbewusstsein. Nun, die Seele oder das Ich, das auf die Reise ins eigene Unterbewusstsein geht, ist absichtlich kein Mann oder keine Frau. Es ist einfach ein Sein, eine Energie, die auf Reisen geht, und damit sie sich frei bewegen kann, hat sie Flügel bekommen, nimmt in dem Fall aber Platz auf einem Planeten, um die Frage ins Universum zu werfen oder die Frage in das eigene Unterbewusstsein auch zu werfen, symbolisiert durch die Angel, und hier unten das Pendel, das ein Bergkristall ist für die Klarheit. Man möchte etwas erfahren, etwas wissen. Und in diesem Bild ist die Frage im Raum: Wo ist mein inneres Licht? Wo ist meine innere Sonne? Kann ich mich mit meiner inneren Energie verbinden? Und die Arbeit, die dann passiert in einem selbst, wenn man sich mit einem Thema und einer Frage sehr lange beschäftigt, ist ja, dass man immer ein bisschen mehr Hinweise bekommt, mehr Klarheit, und auf einmal, bap, ist es da. Dann hat man die Antwort. Und genau das passiert auch in diesem Bild, während nämlich der Planet langsam die Kruste verliert und absprengt, sieht man, dass darunter der Schatz, das Goldene, die Sonne, der göttliche Funke, wie man es auch für sich selber nennen mag, zum Vorschein kommt. Um den Wert auch zu verdeutlichen, habe ich da echtes Gold genommen. Das sind 24 Karat Gold, Blätter, die hier eingearbeitet sind. Und dieser Prozess des Suchens ist auch symbolisiert durch den Adler.
der fliegt für dich weiter. Selbst wenn du jetzt über Tag gerade nicht daran denkst, der durchforstet weiter dein Unterbewusstsein und kramt und versucht dir die Antwort zu liefern. Und der Moment, wo es dann so Klick macht oder auch hier Klick macht am Herzen, ist, wenn er dir den Schlüssel bringt, wenn er die Antwort gefunden hat und sie dir auf direktem Wege quasi vor die Füße wirft. Das Bild soll dich also daran erinnern, dass du zum einen ein inneres Licht hast, einen inneren Schatz hast, auch dass du Fragen stellen kannst, dass du dich mit Fragen beschäftigen darfst und dass dann früher oder später auch die Antwort dazu zu dir kommt. Über das Bild hinaus habe ich mir überlegt, dass es für dich sehr hilfreich sein kann, wenn es zu diesem ganzen Thema eine geführte Hypnose gibt. Ich bin ja ausgebildete Hypnose-Coach und NLP-Master-Practitioner. Von daher habe ich die ein oder anderen Tools, die dir dabei helfen können, sehr schnell an deinen inneren Schatz, an deine innere Sonne, deine Energie zu kommen. In der Hypnose werden wir auch diese Reise machen. Es ist im kleinsten Fall hast du eine wunderschöne Reise, die du immer wieder begehen darfst. Und im besten Fall wirst du eine sehr tiefe Verbindung mit deiner inneren Sonne, deinem inneren Licht finden und kannst immer wieder darauf zugreifen. Die Hypnose wird kostenlos auf YouTube zur Verfügung gestellt. Es kommt in Kürze. Bleib also gerne dran, wenn du darüber informiert werden möchtest, wenn das Video online geht. Und bei allen weiteren Fragen, die du hast, schreib sie gerne in die Kommentare oder wenn es um Dinge geht, die du nicht öffentlich teilen willst, kannst du auch über mein Kontaktformular auf der Homepage mit mir Kontakt aufnehmen. Schreib bitte deine E-Mail-Adresse mit rein, dann kann ich dir antworten. Ja, das war es soweit zum neuen Bild und ich freue mich, dass es jetzt erstmal einen Monat auf Reise geht und in einer Ausstellung zu sehen sein wird. Und wir hören uns und sehen uns vielleicht dann auch jetzt schon bald wieder in dem nächsten Video, das vielleicht auch schon die Hypnose sein wird. Bis dann, vielen Dank für deine Zeit und hab wunderschöne Ostertage. Bis bald.